Was wäre, wenn wir etwas erfinden wie die Maus, um den Computer zu bedienen oder mit unseren Fingern iPad und iPhone bedienen können? Das heißt, ein neues Eingabemedium. Und was wäre, wenn es das Normalste der Welt wäre, nämlich unsere Stimme? Genau das versucht ChatGPT Live. Und das hat nichts mit den bisherigen Sprach- und Ein- und Ausgaben von ChatGPT zu tun. Es ist ein völlig neues Modell, das auf eine völlig neue Art den Computer bedient. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob das wirklich der Ersatz in der Zukunft werden kann für die Art und Weise, wie wir unseren Computer bedienen. OpenAI hat ein paar neue Modelle rausgebracht. Und diesmal geht es um Sprachmodelle. Das ist immer schon eine Stärke von OpenAI gewesen. Die haben schon sehr früh mit Whisper und Whisper Model Large 2 Modelle gebaut, durch die Whisperflow zum Beispiel auch entstanden sind oder solche Apps, wie ich sie gebaut habe, mit Blitztext möglich geworden sind. Oder eben auch die sehr, sehr gute Spracheingabe in der ChatGPT-App, muss man einfach sagen. Und das, was sie mit ChatGPT Live gemacht haben, ist nicht vergleichbar mit den Modellen davor, denn es handelt sich hier um eine quasi neue Modellfamilie auf verschiedenen Arten, die ihr teilweise in kleinen Formaten in den Free-Plänen habt. Das zeigt auch, wie wichtig OpenAI das Ganze ist. Und in den Bezahlplänen eine Vollversion davon. Was ist das jetzt ganz genau? Ihr findet neuerdings in den Settings 3 Sprachmodelle. Vergesst mal, welche Stimme da spricht. Das kann man hier oben auswählen. How's it going? Hi, ich wollte dir nur kurz sagen, wie sehr ich mich auf unsere Zusammenarbeit freue. Es gibt so ein paar Stimmen, die sind für Deutsch. Heute an? Es gibt so ein paar Stimmen, die sind für Deutsch ganz gut geeignet. Cove gehört dazu. Und ich glaube, Ember ist noch ganz okay. Sol ist die Standardstimme in ChatGPT, die ist aber mit leichtem Akzent versehen. Ihr habt 3 Sprachmodelle und die unterscheiden sich. Ihr habt Live, ihr habt Erweitert und Standard. Standard ist das, was ihr von der ganz Anfangszeit von OpenAI kennt, als man die erste Sprachinteraktion hatte. Das heißt, ihr fragt was, das Modell muss überlegen, nachdenken, mal gucken und dann kommt die Antwort. Das wirkt überhaupt nicht natürlich. Erweitert war quasi das, was man kennt von, okay, ich sage etwas, aber das Modell hört dann noch was und hört weiter zu, obwohl es im Hintergrund einfach nur Hintergrundgeräusche, Rauschen ist sozusagen. Das heißt, man musste relativ gut sagen, so, ich bin jetzt fertig oder auf Mute drücken, um es einzugeben, wie beim Walkie-Talkie, over. Und dann geht die Message raus. Das heißt, Nachricht wird geschickt, Nachricht wird empfangen, verarbeitet, Nachricht wird zurückgeschickt. Ein Full-Duplex-Modell, wie man das nennt, ist ein Modell, das zeitgleich zuhört und schon etwas tut. Das ist fast ein Full-Duplex-Modell. Das ist aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist, das fühlt sich menschlicher an, weil ihr sprecht und das Modell beginnt fast schon mit reinzureden, wie in einer normalen Konversation. Manchmal noch so ein bisschen mit komischen Füllwörtern, aber schon sehr, sehr nah dran. Und dadurch entsteht ein extrem natürlicher Flow. Und das ist dann live. Und dort habt ihr dann innerhalb des Live-Modells verschiedene Intelligenzen. Sofortige Antwort, das heißt, das Modell benutzt auch Allgemeinwissen und antwortet sehr schnell. Klingt auch anders. Mittel, das ist das Maximum, auf das ich gehe. Nicht, weil ich die mittlere Intelligenz möchte, weil es sich immer noch sehr natürlich anfühlt, mit dem Modell zu sprechen. Das machen wir gleich mal. Und dann hoch, dann denkt das Modell länger nach. Bei Mittel kann das Modell im Hintergrund auch Tools benutzen, um Dinge zu tun. Spannenderweise hat OpenAI, weil sie ja auch die ChatGPT und Codex-App zusammengeführt haben, das gleiche auch bei Codex, also in ChatGPT Work-App mit ausgeführt. Und auch da ist jetzt wieder typisch OpenAI alles ein bisschen chaotisch, also man muss sich wirklich reingeben. Warum läuft es in der Codex/ChatGPT Work-App anders als im Browser? Es ist natürlich ein sehr aufwendiges Ding, auch diese Memory-Dateien sauber beisammen zu halten. Ich habe über Codex natürlich Zugriff auf das, was Codex kann. Das heißt, er kann in meine Mails gucken, er kann Kalender, er kann Sachen machen. Wenn ich in der ChatGPT Web-App bin, dann kann ich einfach nur eine Chat-Konversation führen. Und wenn ich hier auf Work wechsle, dann seht ihr schon, dann verschwindet der Modus Voice. Das heißt, hier kann ich keine Voice-Interaktion machen. Also per Web geht das noch nicht. Und ich vermute, das muss vorher noch geklärt sein, damit das per Web und per Anwendung auf dem Rechner möglich ist. Dann wird es wirklich interessant und beantwortet die Frage, kann man den Computer mit der Stimme steuern? Ja, das kann man. Und das sind die Anfangstage davon. Das Geilste auf YouTube sind die Livestreams, wenn man wirklich live interagieren kann. Ihr könnt eure Fragen stellen, wir können diskutieren, Sachen zeigen, wo steht das Thema gerade, was ist hot, was kenne ich schon, was nicht. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, es war extrem lustig. Das machen wir jetzt das erste Mal live hier aus dem Blackboard Loft am 19. um 19 Uhr. 19. August um 19 Uhr den nächsten Livestream mit euren Fragen. Ihr könnt natürlich vorab Sachen sammeln. Wir teilen auch den Link. Könnt euch jetzt schon das Ganze einstellen. Einfach draufklicken. Gibt es hier unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns am 19. live um 19 Uhr zum Livestream. Und jetzt wechsle ich mal von der ChatGPT Web-App raus in die Codex-App oder in die ChatGPT Work-App, weil ich sage, da lebt mittlerweile quasi meine Arbeit, also das, was ich tue. Und ich suche eine Wohnung in Hamburg.
ist schwer zu finden. Das heißt, ich muss mir überlegen, was brauchen wir alles dafür und aktiviere das Ganze. Ich kann es in den Settings einstellen, dass ich auch nur einen Knopf drücken muss, damit quasi der Sprachmodus startet. Ich bin jetzt hier auf meinem leeren Bildschirm und ich kann jetzt irgendwo sagen, da ploppt ChatGPT auf, können wir an einem neuen Thema arbeiten. Und zwar, ich weiß nicht, habe ich dir schon geteilt? Ich suche ja eine Wohnung in Hamburg momentan und das ist gar nicht so leicht. Ja, das ist in Hamburg wirklich oft zäh. Erzähl mal, welche Stadtteile schweben dir vor und wie sieht's aus mit Budget, Größe und deinem Zeitplan? Tja, also vielleicht kannst du mal eine Recherche starten für so die beliebtesten Familienstadtteile, aber ich denke irgendwie sowas Eimsbüttel, Eppendorf, Winterhude, aber eigentlich schon so Eimsbüttel-Schanze, die Ecke, das ist schon auch echt cool. Und wer sind da so die Makler, mit denen man am ehesten spricht, oder auch Hausverwaltung, kannst du gucken. Und vielleicht startest du auch nochmal einen Sub-Agent und schaust, ob ich mal eine YouTube-Werbung dazu machen sollte, möglicherweise. Tja, das sind jetzt schon ein paar Aufgaben, ne? Ja, ich strukturiere das mal in sinnvolle Arbeitsstränge Okay. und fang an. Ja, fang schon mal an. Und damit ich jetzt nicht komplett durcheinander komme, ich habe jetzt, glaube ich, gerade noch einen Termin, oder? Das checke ich dir kurz. Die Suche nach Familienlagen, direkten Ansprechpartnern und der Hebelfrage zur Videowerbung habe ich parallel angestoßen. Und ich prüfe jetzt deinen Kalender, damit du den nächsten Termin nicht verpasst. So stelle ich mir vor, dass jemand sagt, na klar, ich kümmere mich drum. Also weißt du, wir haben es hier, wie gesagt, mit einem Modell zu tun, was einfach Sachen tun kann. Das war jetzt schon die mittlere Intelligenz, das heißt, der reagiert schon deutlich langsamer und hört jetzt auch gerade zu, was ich sage, ist, glaube ich, gar nicht so schlau. Ich höre nur kurz mit. Die Verzögerung kam hier von der parallelen Recherche und dem Kalenderzugriff, nicht vom Verstehen. Dein nächster Termin beginnt um 17 Uhr. Der aktuelle YouTube-Termin mit Hanno läuft noch bis 16:50 Uhr. Und wenn wir ein bisschen Gas geben, Hanno, kannst du denn den 17 Uhr Termin, weil das wird jetzt sehr knapp, für mich so vorbereiten, dass der wirklich auf eine iPhone-Seite passt? Was ist wichtig? Kurze Hintergrundrecherche. Und wenn du fertig bist, schick mir das einfach als E-Mail. Und das Interessante ist, das Modell kann dadurch, dass es auch mittlerweile Zeiten einschätzen kann, Timer stellen und so weiter. Und ich habe so eine Idee, dass deren nächstes Modell, also GPT-6, noch besser in der Lage sein wird, das auch sprachlich einzuordnen, die Tools zu benutzen und dann vielleicht sowas wie die HomePod-Anwendung von OpenAI oder ein Telefon von OpenAI doch durchaus was sein kann, was Menschen auch benutzen. Und wie gesagt, ich würde nicht unterschätzen, dass auch vor allem unsere Kinder sich daran gewöhnen, weil so einen Rechner zu bedienen ist natürlich geil, weil man plötzlich sagen kann, kümmere dich drum und melde dich, wenn du fertig bist. Oder ich check's nicht, erledige das mal. Und man darf nicht vergessen, wie... Freigabe erforderlich. Ich würde das iPhone Kurzbriefing als geschützte Seite bereitstellen und dir den Link an deine Mailadresse schicken. Und Ganz spannend, jetzt kam der Agent zurück und hat eine Aufgabe fertig, brauchte aber eine externe Freigabe. Und ich habe tatsächlich in meiner Agent-Datei hinterlegt, dass ich ein gewisses Codewort eingeben muss, nothing fancy, dass ich einmal nochmal bestätigen muss, bevor etwas Externes gemacht wird. Und genau das ist jetzt die neue Art zu interagieren, wo man halt merkt, okay, wie viel gibt man einem Agent? Was delegiert man wirklich? Wo ist es mehr eine Collaboration? Und natürlich sind wir alle daran gewohnt, am Rechner strukturiert mit Text zu arbeiten. Mache ich auch. Und ich spreche auch nicht jeden Tag mit dem Rechner. Aber es ist eine interessante neue Art, das zu tun. Jetzt kommt ChatGPT möchte so. Und man sieht jetzt auf meinem Rechner nichts anderes als die Stimme. Ne? Also ich habe jetzt nichts geöffnet. Ich sehe hier nur den Screen. Ich gucke nicht parallel. Ich lasse das gerade einfach mal so mitlaufen. Und das, was ich gerade meinte, also ein lokaler HomePod, würde ich das benutzen? Ich würde es zumindest testen. Und das, was ich bei den Kindern erlebt habe, ist, dass sie sich in kurzer Zeit an die Stimme gewöhnt haben, deutlich schneller als mit den anderen Modellen und eine ganz normale Interaktion möglich war. Also wirklich schon sehr, sehr, sehr nah dran an Nachhilfestunde. Man übt mal was. Nicht nur iCloud-Erinnerungen sind an und die App hat mehrere Listen eingebunden. Sorry, ich mache jetzt mal hier meinen Mitarbeiter mal weg. Wir unterschätzen, dass es noch eine Weile braucht, bis wir uns dran gewöhnen. Und viele werden sagen, nee, mache ich nicht. Aber viele haben auch gesagt, ich schicke keine WhatsApp-Voice-Messages und ich diktiere nicht in mein Telefon. Oh, das ist heute ein ganz normaler, beliebter Weg, wie Leute kommunizieren. Das ist dann häufig so. Vorgehen, ein gutes Familienprofil bauen, bei Saga und Genossenschaften registrieren, gezielt lokale Verwaltungen und 2 bis 3 Makler ansprechen und einen lokalen Flyer mit QR-Code nutzen. Kannst du mir eine Werbung. Achso, Entschuldigung, was meinst du zur YouTube-Werbung? YouTube-Werbung würde ich nicht machen. Die ist zu breit und bringt wahrscheinlich wenig. Schade, ich dachte, ich habe so eine coole Community. Aber gut, dann machen wir doch einfach bitte eine
Liste der Verwaltung fertig und suche mal jeweils raus, wer die Ansprechpartner sind und dann setze eine individuelle Mail pro Verwaltung auf, dass es auch persönlich ist in meinem Stil. Und dann möchte ich über jede Mail nochmal drüber schauen, wenn mir es wichtig ist. Und ich verschicke selbstverständlich nicht einfach irgendwelche KI-Mails. Verstanden. Ich setze das auf. Fertig. Doch geil, oder? Und wenn ihr euch fragt, was könnte ein Use Case sein, ihr könnt eben dadurch, dass die Sprachmuster ineinander übergehen, also der quasi hören kann und reden kann, könnt ihr euch vorstellen, könnt ihr sowas wie Live-Übersetzung, also nicht einfach nur Transkription, sondern Live-Übersetzung damit machen. Das heißt, wenn ihr auf einer Konferenz seid, könnt ihr das Ding einschalten und sagen, da läuft gerade ein Vortrag auf Chinesisch oder was auch immer, übersetzt mir das auf Deutsch und ordne ein. Das wäre möglich. Ich finde, das sind schon Use Cases, die sind krass, die sind heftig und die funktionieren extrem gut. Und da ist OpenAI jetzt gerade mal deutlich weiter, als andere das sind. Und es gibt nicht so viele echte Full-Duplex-Modelle. Kannst du für mich mein Live-Übersetzer sein auf Chinesisch, weil ich gerade ein YouTube-Video aufnehme zum Thema Sprache und KI? Alles klar. Ich starte jetzt mit der Live-Übersetzung ins Chinesische und ich glätte die Formulierungen, falls sie zu direkt wirken könnten. Wir haben jetzt hier ChatGPT live neu getestet und das ist nicht einfach nur irgendein Sprachmodell, sondern es geht wirklich darum, dass man in Echtzeit mit KI arbeiten kann. Und das ist das, was wir gerade machen. Und ich teste jetzt gerade mal die Live-Übersetzung, die ziemlich gut parallel klingt. 我不会说中文，但我也不知道他现在在说什么。 Krass. Oh, das ist schon nicht schlecht, 太厉 ne? 害了！ Und das war jetzt bewusst ein bisschen knapper, um euch mal Lust zu machen, das auszuprobieren, weil das war jetzt so ein Use Case, wo ich sage, okay, damit kann man auf jeden Fall arbeiten und was testen. Und wenn ihr sagt, ich will das besser verstehen, wie es technisch funktioniert, empfehle ich euch ein Video von einer YouTube-Kollegin, die heißt Julia Turk. Die war bei Google vorher als Researcherin, meine ich, unterwegs, hat jetzt einen YouTube-Kanal und erklärt das sehr, sehr gut, auch technisch sehr gut, wo man versteht, wie läuft das mit dem Duplex-Modell. Hat ein Interview gemacht mit einer französischen Firma, die quasi ein echtes Duplex-Modell gebaut haben. Auch ein super spannender Case. Und tatsächlich ist das, was da gerade passiert, extrem spannend für diese Frage nach, werden wir irgendwann das haben wie in dem Film Her. Empfehle ich euch sehr das Video, dann könnt ihr tiefer einsteigen. Wenn ihr selber Fragen habt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Benutzt ihr sowas, könnt ihr euch das jetzt schon vorstellen. Und wie arbeitet ihr mit KI? Das interessiert mich immer. Wenn euch das gefallen hat, dann liked, subscribed, teilt das Video, denn es macht zusammen mehr Spaß als alleine und das sieht man an dieser sehr, sehr geilen Community. Ich finde es ein bisschen schade, dass ChatGPT sagt, no way hast du eine Chance auf eine Wohnung in Hamburg. Anderes Thema für das nächste Mal. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns für das nächste Video schon nächste Woche.